Die urbane Mobilität ist auf dem Vormarsch. Immer mehr Leute holen sich kleinere oder sogar Kleinstfahrzeuge, wie zum Beispiel so einen Dacia Spring, eine Renault Twizy oder sogar einen E-Scooter. Die meisten haben eben absolut gar keinen Bock auf 26 Meter lange SUVs. Natürlich sind Elektrofahrräder auch immer beliebter, hauen meistens aber gewaltig auf den Geldbeutel. Warum das teuerste, aber auch nicht immer das Beste sein muss, erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. 5 Kilometer. Nur 5 Kilometer. Mehr als die Hälfte aller Autofahrten in europäischen Großstädten sind kürzer als 5 Kilometer. Über Jahrzehnte bewegen wir 2 Tonnen Stahl, nur um eine Person über diese kurze Distanz zu transportieren. Aus physikalischer und energetischer Sicht ist das absolute Verschwendung. Genau hier setzt das Prinzip der sogenannten letzten Meile an. Es geht um das Nadelöhr der städtischen Wege, die Strecke vom Hauptbahnhof nach Hause, von der U-Bahn-Station ins Büro oder vom Supermarkt in die eigene Wohnung. Für die öffentlichen Verkehrsmittel ist diese Distanz oft zu spezifisch, für einen Fußmarsch im Alltag manchmal zu lang. Als die ersten Verleihsysteme für E-Scooter und E-Fahrräder auf den Markt drängten, trafen sie genau diesen Nerv. Vernetzt über das Smartphone, verfügbar an jeder Ecke, unkompliziert. Was als Spielzeug für Touristen belächelt wurde, entwickelte sich im Eiltempo zu einer neuen Säule des Stadtverkehrs. Ich hatte nie wirklich Berührungspunkte mit Elektrofahrrädern, dafür aber mit E-Scootern. Auf meinem E-Scooter bin ich schon echt viel gefahren, vor allem hier innerorts und sowas, war schon sehr praktisch. Der hat bestimmt 5.000, 6.000 Kilometer drauf. Aber dank Hitway mit dem BKU1 habe ich jetzt auch ein Elektrofahrrad zum Testen da, um mal das Gefühl zu haben, wie das so ist, mit dem Fahrrad, also elektrisch natürlich unterstützt, hier durch die Ortschaft zu fahren. Und bisher, ich sage euch ehrlich, es macht schon einen Haufen Spaß. Durch den Elektromotor mit 250 Watt bei diesem Fahrrad ist es schon, also es geht schon sehr zügig voran, wie ich finde. Das Ding ist halt, du hast hier Gänge. Und das bedeutet mit dem Mittelmotor, das heißt der Motor sitzt direkt an den Pedalen, dass du ähnlich eigentlich wie beim Auto, wenn du hoch und runter schaltest, eine andere Übersetzung hast, gefühlt. Dadurch, dass das so ist mit den Gängen, mit der Übersetzung, hat man in den niedrigeren Gängen mehr Motorunterstützung als in den höheren, zum Beispiel beim Anfahren. Und das bedeutet wiederum auch, dass die höheren Gänge sowie auch die Motorleistung oder die Motorunterstützung eher für die Höchstgeschwindigkeit ausgelegt sind, sodass die 25 km/h, die man ja offiziell fahren darf, auch gehalten werden. Also ich muss schon sagen, ich finde es schon richtig praktisch mit dem Fahrrad. Es macht auch Spaß, man ist ein bisschen in der Natur unterwegs und vor allem, das ist in meinem Fall so, nämlich, dass bei mir um die Ecke, bei mir im Haus, alles ums Eck ist. Alles, was ich brauche, Supermärkte, dies, das, pipapo, ihr wisst schon. Und deswegen habe ich ja auch so viele Kilometer auf dem E-Scooter. Jetzt mit dem Fahrrad hat man natürlich den Vorteil, dass man hinten noch einen Gepäckträger hat. Hier kann man noch diverse Taschen dran machen, einen anderen Sattel, wenn man möchte und so weiter. Und das ist dann schon auf Dauer gesehen, denke ich, schon besser als ein E-Scooter, ehrlich gesagt. Hier, zack, direkt von der Ampel weg, direkt den höchsten Gang rein. Das ist schon, man kommt schon flink voran, um es so zu sagen. Natürlich ist durch die Federung auch und dem Sattel das Fahrgefühl um ein tausendfaches besser, um es so zu sagen, als bei einem, weiß ich nicht, normalen Fahrrad oder E-Scooter. Man darf auch natürlich nicht vergessen, dass so ein E-Fahrrad ein bisschen schwerer ist als ein normales Fahrrad, offensichtlich, auch durch die Batterie natürlich und die Bauweise. Allgemein beim Hitway BKU1 bisher finde ich aber, also ich habe das Fahrrad bei mir im Keller drin, ich traue nämlich keiner Sau und da muss ich das immer aus dem Keller raushieven. Es ist aber nur so eine Treppe, also es ist jetzt nicht so wild. Und dann hebe ich das Fahrrad so hoch und bringe es nach oben und das war's. Und auch wieder nach unten dann danach. So schwer ist es nicht jetzt, also für mich zumindest. Also das kann man schon mal machen. Oh, die Sonne kommt raus, viel besser. Meine Jacke ist auch schon ein bisschen getrocknet, zum Glück. Und damit kommen wir auch mal zu den technischen Daten vom Hitway BKU1.
Für diese Preisklasse wird hier einiges geboten. Das Herzstück ist ein Ananda M60 Mittelmotor mit 250 Watt, der im Zusammenspiel mit dem integrierten Drehmomentsensor für ein extrem natürliches Fahrgefühl sorgt. Dazu kommen satte 70 Newtonmeter Drehmoment. Das reicht locker aus, um auch steilere Anstiege entspannt zu meistern. Unterstützt wird bis zur gesetzlichen Grenze von 25 km/h, aufgeteilt in 5 wählbare Stufen plus eine praktische Schiebehilfe bis 6 km/h. Hitway verbaut hier einen herausnehmbaren 36-Volt-Akku mit 13 Ampere-Stunden, was 468 Wattstunden entspricht. Damit kommt man dann bis zu 120 und bis zu 180 Kilometer im Eco-Modus. Aufgeladen wird das Ganze mit einem mitgelieferten 3 Ampere Schnellladegerät, womit der Akku nach etwa 4 bis 5 Stunden wieder voll ist. Beim Fahrwerk setzt der Hersteller auf einen robusten Aluminiumrahmen, kombiniert mit 27,5 Zoll großen und 2,2 Zoll breiten, pannenresistenten Reifen. Für den nötigen Komfort auf holprigen Wegen sorgt eine verstellbare Federgabel, die sich bei Bedarf auch komplett blockieren lässt. Die Gangschaltung kommt bewährt von Shimano als 7-Gang-Variante und für die nötige Sicherheit beim Verzögern sorgen hydraulische Zoom-Scheibenbremsen, die beim Ziehen natürlich sofort den Motor abschalten. Gesteuert wird alles über ein übersichtliches LCD-Display. Das Rad lässt sich modern per App koppeln, über NFC entsperren oder sogar ganz klassisch per Codeingabe starten. Das E-Bike bringt inklusive Akku rund 27,35 Kilogramm auf die Waage. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 150 Kilogramm. Der integrierte Gepäckträger allein verträgt davon bis zu 25 Kilo. Wenn man es jetzt mal so blöd sieht, eigentlich ist es auch echt ein gutes Training so an sich mit so einem E-Fahrrad, weil es kann ja nur 25 km/h Maxgeschwindigkeit fahren und alles darüber hinaus, die höheren Geschwindigkeiten, muss man ja selber strampeln. Und das ist echt ein heftiges Training. Also wo ich das erste Mal mit dem Fahrrad gefahren bin letztens, da bin ich ja direkt 20 Kilometer gefahren oder 15, eins von beiden. Also von Unterhaching nach Ottobrunn hinten rein, ja, wird schon hinkommen ungefähr. Und das war schon ein starkes Training, muss ich sagen. Für mich Ungeübten zumindest. So, nicht wundern, in der Garage schaut's aus. Was ich aber bei dem Fahrrad noch hinzugefügt habe, ist eine Tasche hier vorne, ein neuer, noch weicherer Sattel. Der, was schon drauf war, war mir immer noch ein bisschen zu hart. Und ein Gepäckträger mit Tasche, sehr praktisch. Also so für den Alltag ist das eigentlich hier schon die beste Kombi, wie ich finde. Das Hitway BKU1 kostet normalerweise 1.699 €, ist aber aktuell im Angebot bei Mediamarkt oder Kaufland für 1.100 €. Auf der offiziellen Seite von Hitway kostet das Fahrrad aber nur 999 € und wenn ihr meine 2 Codes in der Videobeschreibung nutzt, erhaltet ihr zusammen nochmal 50 € Rabatt. Und diese Codes beziehen sich nicht nur auf dieses Fahrrad, sondern auf alles ab einem Wert von 400 €. Also wenn ihr schon am Hadern wart, ob ihr euch ein E-Fahrrad holen sollt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, sich ein günstiges zu holen, das den großen in nichts nachsteht. Habt ihr auch schon ein E-Fahrrad? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!